Mit dieser kleinen Kiste machst du aus deiner Säge innerhalb von Sekunden eine Hightech-Säge. Du brauchst in Zukunft nichts mehr messen, du brauchst nichts mehr anzeichnen. Ganz einfach das Gerät einschalten, den Messarm runterklappen, das Gerät kalibrieren, dein gewünschtes Maß einstellen und zuschneiden. Einfacher kann das Leben wirklich nicht sein. Das funktioniert mit jeder herkömmlichen Säge und egal mit welchem Werkstoff. Also nicht nur mit Metall, sondern natürlich auch mit Holz, mit anderen Werkstoffen. Solche Geräte sind sicherlich nichts Neues. Neu ist aber der Preis. Normal kostet so ein Gerät fast an die 200 Euro. Würde ich niemals ausgeben. Das Gerät kostet ein 20. Und für ein 20 habe ich gesagt, das muss ich unbedingt ausprobieren. Ich habe das Ganze in der Werbung gesehen. Ich habe es mir bestellt. Wir probieren das heute zusammen aus. Wie installiert man so ein Gerät? Wie funktioniert so ein Gerät? Und wie genau ist das Ganze? Die grundlegende Funktion von so einem Gerät ist jetzt im Prinzip sehr einfach. Ich habe hier vorne einen Messarm. Den Messarm kann ich oben einrasten, den kann ich wieder runterdrücken. Der hat eine Federung und drückt dann diese Rolle auf mein Werkstück. Wenn ich mein Werkstück jetzt bewege, dann habe ich hier oben eine digitale Anzeige. Ich kann hier die verschiedensten Maßeinheiten einstellen, die ich haben will. Die meisten werden hier in Deutschland, in Europa wahrscheinlich Millimeter verwenden. Und dann kann ich das Ganze so einstellen, wie ich das haben möchte und kann dann meinen Zuschnitt Millimeter genau ausführen. Gerät muss nicht installiert oder zusammengebaut werden. Es sind 2 Batterien im Lieferumfang, die muss man da lediglich einbringen und dann ist das Gerät startklar. Selbst dieses Batteriefach mit dieser Verschraubung hier wurde so genauso ausgeführt wie das Original, das man zum Beispiel im Internet findet. Ich finde es im Prinzip positiv. Ich finde es negativ, wenn man hier jedes Mal erst einen Schraubendreher holen muss. So kann man hier die Batterien installieren und dann muss man das Gerät natürlich an seiner Säge installieren. Normal sind diese Geräte hauptsächlich für Kapp- und Gärungssägen, sind aber auch ausdrücklich für Metallkreissägen, für Metallbandsägen geeignet. Ich habe hier meine Metallkreissäge von Weldinger, die nutze ich regelmäßig, da bringe ich das Ganze einfach an und da habe ich auch keinen Anschlag. Es gibt für diese Sägen zwar einen Anschlag, habe ich aber nicht und dann muss man jedes Mal messen, anzeichnen. Ist nervig und da ist so ein Gerät natürlich perfekt. Ich kann es hier an meinem Anschlag oder an meiner Spannvorrichtung anbringen. Das stört dann aber, wenn ich die Säge runterbringe, also das begrenzt den Weg, ist nicht ideal. Darum habe ich mir hier hinten ein kleines Flachmaterial angesetzt. Bei einer normalen Kapp- und Gärungssäge wurde mir aber gesagt, soll sowas wirklich problemlos funktionieren. Und ansonsten, wenn man da irgendwo eine bisschen exotischere Säge hat, so wie ich das hier habe, da muss man sich ein bisschen zu helfen wissen. Ich habe hier also einfach ein Flachmaterial genommen, habe das mit 2 Schweißpunkten verbunden. Ansonsten könnte man natürlich auch bohren, sich hier irgendwas anschrauben oder für den ersten kleinen Test sich einfach irgendwas anklemmen. Also ich denke mal, jeder Handwerker findet da innerhalb von wenigen Minuten eine perfekte Lösung, um dieses Gerät an seiner Säge zu installieren. Der Klemmmechanismus, der ist wirklich massiv von diesem Gerät. Also da muss man fast schon mit 2 Händen drücken, dass man das vernünftig installieren kann. Hat natürlich den riesengroßen Vorteil, dass das hält. Das wackelt nicht großartig, das ist wirklich ein solider Sitz. Das passt sich an die verschiedensten Materialstärken an. Ich habe es jetzt hier so wirklich so bei 3 mm Flachmaterial ausprobiert, habe hier aber auch 8 oder 10 mm und das klemmt an allen Materialstärken wirklich vernünftig. Ich kann das jetzt hier ganz einfach einschalten, drücke einmal drauf. Jetzt habe ich als Maßeinheit ein 1/16 Inch. Das brauchen wir natürlich nicht. Wir brauchen Zentimeter oder Millimeter. Kann man hier ganz einfach mit dem mittleren Taster einstellen. Und jetzt kann ich das Gerät immer wieder auf 0 zurücksetzen. Warum sind jetzt nicht 0 mm, sondern 2 mm? Ganz einfach. Das Gerät hat einen Wert eingestellt für das Sägeblatt. Das Sägeblatt habe ich gemessen, ist 2 mm stark. Das Ganze habe ich hier eingestellt. Das machen wir aber gleich. Die Arbeitsweise ist jetzt im Prinzip ganz einfach. Ich klappe diesen Arm hier runter. Ich schiebe das Ganze bis an mein Sägeblatt ran, drücke dann hier oben auf den Taster hier, kalibriere das Gerät also auf meine Materialstärke vom Sägeblatt. Und wenn man jetzt sieht, jetzt zieht er das Sägeblatt ganz einfach ab. Und wenn er an dem Sägeblatt vorbei ist, dann fängt er mit dem Maß an. Und dann kann ich das Ganze hier auf das gewünschte Maß hinschieben, egal wie ich das haben will. Spanne das Ganze hier in dem Fall und kann zuschneiden. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Das heißt immer wieder das Gleiche. Wenn ich dann gesägt habe,
Da ist das Ganze ja im Prinzip noch eingespannt. Öffne ich meine Vorrichtung hier wieder, schiebe ich das Ganze wieder auf das nächste Maß, säge, drücke wieder drauf, säge, stelle das wieder ein. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach im Prinzip. Ne? Das heißt, Gerät geht nach 5 Sekunden wieder aus, wenn man es nicht benutzt. Da muss man es wieder einschalten. Wenn ich länger drauf drücke, geht es auch aus. Ich drücke also drauf. Gerät geht ein. Ich schiebe das Bauteil bis zu meinem Sägeblatt zum Anschlag, drücke hier drauf, kann mein Maß einstellen, kann sägen und das macht wirklich Spaß. Also es macht wirklich Spaß, es ist wirklich einfach von der normalen Anwendung her. Jetzt muss man das Gerät erstmal kalibrieren, damit das Gerät auch vernünftig weiß, wenn ich mich hier einmal drehe, was für einen Weg bin ich dann abgeschritten. In der Gebrauchsanleitung steht drin, dass man das für jedes Werkstück irgendwie wieder neu machen sollte, gegebenenfalls. Ich habe es jetzt mit den verschiedensten Durchmessern, Werkstücken hier ausprobiert an der Säge und es hat wirklich immer mit allen Durchmessern, mit allen Materialstärken funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, muss man es halt nochmal neu machen. Ich brauche zum Kalibrieren ein Werkstück, das ungefähr 2,5 Meter lang ist. Ich drücke alle 3 Tasten gleichzeitig. Dann geht das Gerät in den Kalibrierungsmodus. Ich spanne mein Werkstück vorne an. Ich schneide das Ganze einmal ab, nehme mir dann ein Maßband, zeichne mir genau 2 Meter an. Dann drücke ich hier hinten zweimal den Taster. Kann dann meine 2 Meter komplett durchschieben, die ich mir angezeichnet habe, bis ich vorne am Anschlag von meinem Sägeblatt bin, dass ich also sehe, das wäre die richtige Stelle, um das normal abzusägen. Dann habe ich dem Gerät genau gesagt, das sind 2 Meter und dann drückt man wieder auf die Taste und dann ist das Gerät kalibriert. Also es ist im Prinzip wirklich sehr, sehr einfach. Es gibt hier auch eine sehr schöne Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitungen bei solchen Geräten sind oft so ein bisschen schlecht gemacht. Hier war ich jetzt wirklich positiv überrascht. Ich habe hier diese Seitenelemente, die kann ich immer ausklappen, kann dann hier die verschiedensten Seiten aufblättern und hier steht das dann Schritt für Schritt als Anleitung. Also ich habe das Gerät gestern Nachmittag installiert, habe hier die ersten Sägeschnitte mit durchgeführt und das hat 10 Minuten gedauert, das Gerät zu kalibrieren, zu installieren. Ist also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich habe es eben ja auch erklärt. Also wie gesagt, die 3 Tasten drücken, dann den ersten Sägeschnitt machen, dann sich die 2 Meter anzeichnen und dann drückt man hier zweimal drauf und dann will er die 2 Meter abfahren, dann fährt man die 2 Meter ab, bis man hier vorne wirklich genau am Sägeblatt ist und dann drückt man wieder bei dem Gerät drauf und dann ist das Gerät kalibriert. Kann man dann auch halt mit verschiedenen Werkstücken machen, wenn man das möchte oder wenn man andere Werkstücke, andere Werkstoffe verwendet oder andere Sägen hat. Also das ist wirklich sehr, sehr einfach. Wenn ich das Gerät dann kalibriert habe, dann muss ich dem Gerät noch sagen, wie stark ist mein Sägeband oder halt mein Sägeblatt. Dafür drückt man hier einfach länger drauf. Dann geht das Gerät auf Blade. Dann wartet man kurz und jetzt habe ich die 2 mm eingestellt und jetzt könnte ich hier das Rad drehen und könnte das Ganze auf jedes beliebige Maß einstellen. Wenn ich das Ganze eingestellt habe, dann drücke ich hier drauf und dann bin ich hierbei. Also das ist im Prinzip auch eine sehr einfache Sache, wird aber auch in der Bedienungsanleitung erklärt. Jetzt ist die wichtigste Frage natürlich, ist das Ganze nur ein Spielzeug oder kann man hiermit wirklich wiederholgenaue Sägeergebnisse hinbekommen? Ich habe hier die verschiedensten Werkstücke mit den verschiedensten Maßen abgesägt. Alles im Kleinteilbereich, dann kann man wirklich exakt messen, was man hier für Abweichungen hat. Ich habe das Ganze immer mit einem Zollstock, also dem heutigen Gliedermaßstab gemessen, habe ein Maßband genommen und habe einen Messschieber genommen. Ich hätte fast schon Schieblehre gesagt und habe einen Messschieber genommen, habe das Ganze immer wieder gemessen. Kalibriert habe ich das Gerät mit einem 40 x 40 Vierkantrohr. Und ich denke mal, das ist der Schlüssel bei so einem Messgerät, dass man das vernünftig am Anfang kalibriert. Ich habe es aber nicht wieder immer neu zwischendurch kalibriert, habe also 40 x 40 abgeschnitten, habe hier 30 x 30 abgeschnitten und habe 20 x 40 abgeschnitten. Das Ganze habe ich immer kontrolliert. Wenn man jetzt einen Zollstock oder ein Bandmaß nimmt, dann kann man hier wirklich kaum Abweichungen feststellen. Mit dem Messschieber merkt man natürlich Abweichungen. Die bewegen sich in einem sehr, sehr
genauen Rahmen, wie ich finde, zwischen 2 und 4 bis 5 Zehnteln. Ja, das ist also 0,2 bis 0,5 Millimeter. Das sollte im Rahmen sein, wenn man normal Bauteile zuschneidet. Ich habe 2 Ausreißer gehabt, da war ich mal bei 7 bzw. bei 8 Zehntel. Also im Prinzip ist das wirklich schon relativ genau, was man hier macht. Also aus meiner Sicht ist es wirklich wichtig, dass man so ein Gerät am Anfang vernünftig kalibriert. Und wenn es mal nicht mehr genaue Ergebnisse liefert, dann muss man es halt nachkalibrieren. Aber die Ergebnisse, die sind wirklich akzeptabel, die man hier erzielt. Für die meisten Sachen, was man so zuschneidet, wird das vollkommen ausreichen. Wenn man sich was anzeichnet und das Ganze dann anreißt und das nach anderes sägt oder so, denke ich mal nicht, dass man genauere Ergebnisse hinbekommt. Eine ganz wichtige Funktion muss ich auch noch erklären. Das Gerät ist auch in der Lage, Winkel zuzuschneiden. Also ich habe dieses Bauteil zugeschnitten, habe meine Säge auf 15 Grad eingestellt, hier vorne 15 Grad. Dann bin ich auf 100 Millimeter gegangen und das stimmt wirklich auch exakt. Dafür drückt man hier einfach einmal auf den Knopf. Hier ist auch so ein Winkelzeichen und dann kann ich hier die verschiedensten Winkel einstellen. Was bei dieser Funktion wichtig ist, das funktioniert wirklich nur, wenn beide Seiten den gleichen Winkel haben. Und auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass wenn ich das Ganze auf Off stelle, dann hier hinten bestätige ich immer, dann ist die Materialstärke des Sägeblattes auch nicht mehr hier vorgegeben. Ja? Das heißt, ich muss hier immer 0 Grad mindestens einstellen. Ich weiß nicht, ob das eine Fehlfunktion ist oder ob das aus irgendeinem Grund so sein soll. Ich habe jetzt also 0 Grad eingestellt, dann zeigt er mir das Sägeblatt an als Materialstärke. Man ist hier im Minus, das sieht man. Und wenn ich jetzt in die Richtung zurückgehe, dann gehe ich weiter zurück. Das heißt, normal bin ich hier bei Millimeter, 2 Millimeter. Und wenn ich jetzt nach vorne gehe, das heißt, es sind ganz einfache Funktionen. Ne? Ich habe jetzt hier die minus 2 Millimeter. Jetzt gehe ich an dem Sägeblatt vorbei und erst dann fängt er an zu messen. Und jetzt hätte ich zum Beispiel 5,47 Millimeter eingestellt und dann könnte ich das Ganze zuschneiden. Ne? Oder halt deutlich, deutlich mehr. Gerät kann man übrigens bis zu 10 Meter einstellen, also 9.999,99 Millimeter. Und mein grundlegendes Fazit zu diesem Gerät, mir hat das wirklich Spaß gemacht, damit zu arbeiten, damit rumzuspielen, damit hier die verschiedensten Sachen zuzuschneiden. Hätte ich auch irgendwelche Kritikpunkte, werde ich auch oft gefragt. Ich kann jetzt eigentlich wenig sagen. Ich muss immer sagen, für 20 € finde ich das wirklich von der Qualität her ansprechend. Das klemmt vernünftig, das misst wirklich mit einer kleinen Toleranz vernünftig. Das ist von der Qualität her. Alle Tasten oder so sind im Qualitätsbereich wirklich so, dass man sagen muss, für den Preisbereich ist das alles andere als verkehrt. Ich habe hier vorne dieses kleine Rad aus Gummi. Da hätte ich natürlich bei Holz oder auch bei Metall mit den Jahren Probleme, dass das hier dann irgendwann nicht mehr vernünftig funktioniert, dass man dann hier Späne in dem Gummi drin hat. Das wäre schön, wenn man das irgendwo auch austauschen kann, wenn es da auch irgendwo Ersatz für gibt. Ich bin hier extra ein Stück zurückgegangen, A, wegen der Säge, aber B, natürlich auch wegen den Funken. Wenn hier Funken hinfliegen oder so, dann hat man da sicherlich relativ schnell ein Problem. Und was ich natürlich ganz klar sagen muss, ich stelle das hier mal ein, wenn ich jetzt hier mein Werkstück in irgendeiner Form bewege, das jetzt genau auf 7 Millimeter einzustellen oder so, das ist teilweise richtiges Kunstwerk. Wenn ich da mal einen Anschlag habe, hinten an meiner Metallbandsäge, da habe ich ja so ein schönes Anschlagsystem mir damals gebaut, da stelle ich das einfach ein und dann kann ich ein Maß nach dem anderen durchhämmern. Wenn ich 10 Stück von einem Maß brauche, hier dauert das dann doch deutlich länger. Aber für Leute, die überhaupt nichts haben, ja, und die nicht jedes Mal messen wollen, sich das Ganze anreißen wollen oder nicht irgendwo so einen ganz einfachen, primitiven Anschlag nur benutzen wollen, finde ich, ist das eine tolle Lösung. Gerät verlinke ich natürlich wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich auch natürlich immer über einen Daumen hoch, über einen netten Kommentar. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen, beim Messen. Euer Manni.